Biograd über. Also wir gehen jetzt Richtung kroatisches Festland. Wir haben 2 Tage und eine Nacht auf der Insel verbracht. Es war sehr gemütlich, sehr ruhig. Ein paar Olivenbäume, Feigenbaum, ein paar Kätzchen und zwischendurch ein paar kleine Dörfer. Sehr ruhig und entspannt, hat uns gefallen. Ja, und jetzt nach dem Biograd geht es dann weiter Richtung Split in den nächsten 2 Tagen. Und dann ja, mal schauen, wie die Küste wird, wie viel Verkehr das hat. Wir sind mal gespannt für den weiteren Abschnitt dieser Reise. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hört uns durch den Wind. Wir sind hier auf einem etwas abenteuerlichen Weg entlang gerade am Wasser, am Meer, bei Pirovac. Ein Weg, der bei erhöhtem Wasserstand nicht zu empfehlen ist, wie ihr hier seht. Ich meine sowieso, wir sind hier auf Höhenmeter 0. Ja, eigentlich nur damit wir 50 Höhenmeter umgehen können, machen wir das. Und so wie der Veloweg zu Weg ist, sind sehr viele in Kroatien zu Weg. Also es ist wirklich, ich würde mal schauen, wie das aussieht, wenn wir es fahren. Ja, du schaffst es! Ja! Ich probiere das Ganze nur einhändig. Sobald man mal fährt, geht es einigermaßen. Unser Wägeli hier war leider plötzlich fertig und dann ist es weitergegangen auf einem Trampelpferdchen. Ja, mit ein bisschen viel Natur. Wir sind jetzt uns ein bisschen am Abkämpfen. Das ist offiziell ein Wanderweg, ja. Wir machen ihn wieder ein bisschen breiter, haben wir gefunden. Also er ist nicht die ganze Zeit so, muss man ehrlicherweise zugeben. Bist du? Muss ich dich ein bisschen anstupfen? Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen angenehm. Du bist da voll in deinem Element, hä? Hey, ja! Wir haben einen Abend in Šibenik verbracht, der ältesten Stadt von Kroatien und bekannt für ihre Kathedrale aus weißem Kalkstein und Marmor. An der Kathedrale befinden sich 71 Köpfe, die normale Stadtbewohner aus dem 15. Jahrhundert darstellen sollen. Wir sind mal auf der richtigen Seite mit Rückenwind und es geht runter. Ja, aber Rückenwind werden wir sehr schnell nicht allzu lang haben, leider. Den Rest des Tages heisst es Gegenwind. Ja, es wäre windig, wenn wir uns nach Norden Ja, so. Ja, jetzt geht es da mal von der Küste entlang, die nächsten paar Kilometer. Es ist wunderschön. And
they dream. And they are. Unsere Unterkunft in Split. Und zwar sind wir in einem 300 Jahre alten dalmatischen Familienhaus. Wir sind hier mitten in Varoš. Das ist eines der ältesten Quartiere eigentlich in Split. Ein Familienquartier, sehr schön ruhig. Sehr angenehm hier. Wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Viele so Steinhäuser und wir haben sogar einen Granatäpfelbaum direkt vor unserem Apartment. Ja, und jetzt geht es los auf Entdeckungstour. Unsere Velos haben wir verstaut und ja, weil wir haben einfach gemerkt, es ist recht mühsam, eine Stadt anzuschauen mit den Velos. Und es ist einfach viel angenehmer, so einfach mit einem kleinen Tagesrucksack, Flasche Wasser unterwegs zu sein und einfach geniessen und schlendern und drauf loszugehen. So schön hier am Morgen. Ja, wenn nicht nur überall die Autos würden rumstehen. Ja, wir sind jetzt da, wo wir vorhaben zum Mörgeln. Lisa hat wieder etwas Tolles herausgefunden. Genau, es sieht mega hübsch aus. Ja. Mal schauen, ob wir da zum Morgen bekommen. Mega friedlich. Ja, nach wochenlanger Einöde, was Frühstück betrifft, weil wir im mediterranen Raum ja nicht so wirklich zu Morgen haben, haben wir jetzt endlich in Split ein Restaurant gefunden, wo man richtig zu Morgen essen kann. Wieder mal einen richtig feinen Kaffee. Herrlich. Und morgen geht es wieder zurück zu Wildcampen und selber kochen. In an endless sea with you, sailing under the rain. Das ist einfach riesig, da kannst du mega tanzen. Ja, machen wir mal. Tell me color half my blue is made of dust and sand. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. Aufpassen. Oh, ist das steil? Das sind 8 Wow. Zentimeter so. Then we must send me home to you before the harvest starts again. Hallo. Ist der Kopf Ja. In the light of shine. Yes! Nach einem Tag Sightseeing in dieser schönen Stadt, dieser schönen Altstadt, sind wir auch ein bisschen gescheiter. Genau. Split hat 200'000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt von Kroatien Die grösste Stadt an der Küste. und der Hauptort von der ganzen Region Dalmatien, wo sich eigentlich von Zadar bis auf Dubrovnik erstreckt. Wir sind jetzt gerade in der Altstadt, innerhalb der alten Palastmauern von Split. Da hinter uns sehen wir das östliche Tor. Ja, der Palast ist vom römischen Kaiser Diokletian erbaut worden. Genau. Als seine Sommerresidenz und als Altersheim und auch um das ganze Militär und seine Untertanen unterzubringen. Es ist eigentlich in dem Sinne ein belebtes Museum. Ja, genau, ein lebendiges Museum und somit völlig einzigartig. Wir haben noch nie so etwas gesehen oder von so etwas gehört. Das heisst, hier leben Leute, hier hat es Läden, Restaurants. Das ist nicht irgendein leeres Gebäude, wo man Eintritt zahlt und dann die schönen Gemächer anschaut, sondern eben von dieser Wohnung eigentlich vom Kaiser ist gar nichts mehr übrig geblieben. Das ist alles zerstört worden. Genau, die Steine sind gebraucht worden, um andere Häuser zu bauen. Man hat halt dann alles genutzt, was rum war. Ja, und den neuen Gegebenheiten angepasst. Zum Beispiel
Da, wenn wir gerade hier rüber schauen, sieht man die Kathedrale von Split. Das ist das ehemalige Mausoleum vom Kaiser. Man weiss nicht, was mit seinen Knochen und Überresten passiert ist. Weil der Diokletian, der ist nicht sehr nett gegenüber den Christen. Der hat sie verfolgt, geköpft, gefoltert. Entsprechend hat man nachher mehr oder weniger alles ein bisschen zerstört, was vom Palast übrig geblieben ist, als Rache an ihm. Und hat auf sein Mausoleum eine Kathedrale gesetzt. Und noch einen Turm nebenan gesetzt. Für den hat man anscheinend etwa 300 Jahre gebraucht. Für den ganzen Palast hat er 10 Jahre gebraucht zum Bauen. Ja, So ein kleines Detail. Ja, und das Karma hat nochmal ein weiteres Mal zugeschlagen. Nämlich die Frau von Diokletian und seine Tochter, die sind nach seinem Tod zum Christentum konvertiert. Wir sind jetzt hier sozusagen auf dem Hof, da vorne. Hat der Kaiser eigentlich seine Gemacht gehabt. Der Kaiser hat gefunden, es braucht noch ein Dekorationselement für die ganze Welt. Unter anderem hat er hier die Sphinx aus schwarzem Granit wirklich aus Ägypten holen lassen. Wenn wir jetzt noch kurz runtergehen, um den Leuten zu zeigen, was am besten erhalten ist vom ganzen Palast. Und zwar ist das eigentlich das Untergeschoss. Der Keller. Wo eigentlich nur gemacht worden ist, dass oben dran nicht so feucht worden ist. Dass die Räume, die bewohnt waren, nicht gefeuchtet haben. Es war natürlich auch ein Lagerraum und eine Abfalldeponie, kann man sich vorstellen. Und weil es ein lebendiges Museum ist, findet man entsprechend auch immer wieder archäologische Sachen, die vorkommen. Zum Beispiel hat man erst gerade vor 2 Wochen das wunderschöne Mosaik aus römischer Zeit gefunden und freigelegt. Relativ neu, darum ist es noch nicht eingehakt wie die restlichen Mosaike. Ja, und mit diesem Anblick beenden wir unsere Geschichtsstunde von Split und stürzen uns ins Nachtleben. Das Bier haben wir schon gehabt. Jetzt geht es Nachtessen und dann schauen wir mal, was für Bars da zu bieten hat. Cool. Hallo zusammen. Es ist 7 Uhr am Morgen, wir sind schon am Fahren. Wir haben heute Morgen hier hinten auf dem Halbinsel übernachtet. Und es ist eine wunderbare Stimmung jetzt so früh am Morgen. Das Meer ist spiegelglatt. Kein Lüftchen weht, kein Auto unterwegs. Nur wir zwei. Ja, wir haben auf einem Spielplatz übernachtet, auf einem Kiesplatz. Es ist eigentlich ganz gut gegangen, recht bequem gewesen. Und heute Morgen haben wir gerade an den Strand gehen und ins Meer schwimmen. Mega schöne 8 Uhr morgen angefangen. Aber ein Kaffee wäre schon schön. 100 miles per hour, you can't quit no matter how hard you try, no matter how good you've been. Till then, grim man, I spoke in the mind. The verdict is in, you can't catch it with us. Ja, es ist ein schönes Dörfli. Irgendwie noch recht intakt, haben wir das Gefühl. Smokwica heisst es. Genau. Und wir finden es wunderbar, weil es ist so Tradition da, dass man die Häuser aus diesen Steinen macht. Und überall hat es die Möglichkeiten, zum Maslinovo Olje zu kaufen. Also Olivenöl oder Wein, Rot- oder Weißwein. Ja, Das ist auch sehr Wein. praktisch. Die Versorgung geht uns von der Show is free, 110 miles per hour. Ja, wir sind hier im Inselinneren von Korčula, in der Nähe von Čara.
Und die Gegend ist bekannt für einerseits Olivenöl, wie man hier auf dieser Seite von der Straße sieht, und andererseits für den Wein, der aus dieser Gegend kommt, vor allem Weisswein. Ja, es ist wunderbar ruhig hier. Wir geniessen es gerade sehr, hier zu sein. Sehr untouristisch. Genau, die Saison scheint ein bisschen vorbei zu sein in Kroatien. Das haben wir auch gestern schon erfahren in Split, wo das Restaurant, wo wir zum Morgenessen gesagt hat, sie machen jetzt nächste Woche zu, weil die Saison einfach irgendwie wie 6 Wochen früher fertig ist wie sonst, wegen Corona. Ja. Und das ist etwas, was man definitiv merkt. Das ist wirklich ruhig. Es ist ja nie ein Problem, einen Platz zu bekommen in einem Restaurant. Man muss nie warten. Ist für uns jetzt als Touristen natürlich sehr angenehm, aber es tut dann gleichzeitig auch leid, weil man weiss, ist das jedes Jahr anders gewesen. Und es sind natürlich dann auch viele Orte, die wirklich nur vom Sommertourismus leben. Und wenn der jetzt schon Anfang September fertig ist, statt wie sonst Mitte oder Ende Oktober, ist schon noch heftig. Ja, dann fragt man sich, was da noch alles für Spätfolgen von Corona werden auftauchen. Es ist spannend, jetzt einmal diese Seite zu sehen vor Ort, wie es für die Leute ist, die wirklich vom Tourismus leben. Ja, von da geht es jetzt aufwärts, in dem Fall, so wie es aussieht. Es sind nur 200 Höhenmeter. So, wir haben den Anstieg hinter uns und sind jetzt hier oben in, wie heisst der Kälbenort? Pupnat. Also Berg, ja, 300 Meter Berg, ja. Ja, es ist 300 Meter oben. 330. Es fühlt sich trotzdem hoch an. Wie gerade so ein anderes Gefühl als am Meer unten. Ja, ganz klar. Umgeben von Wald und schattiger. Also wärst du wirklich in den Bergen halt. Ja, wir sind auch in den Bergen. Halt nicht wie bei uns auf 2500 Meter oben. Jetzt geht es ein bisschen runter nach Korčula, da sind wir etwa 10 Kilometer. Und dann gibt es mal eine Pause. Ja, vielleicht etwas Kleines essen. Und dann unseren Flug von Thessaloniki auf Rhodos klar machen. Ja. Wir haben nicht fliegen, aber dank Corona müssen wir fliegen und dürfen nicht den Seeweg nehmen. So wie es aussieht, müssen wir einen grösseren Umweg machen über Bulgarien, wo wir gar nie hin wollen. Und Nordmazedonien. Also Genau. Wir bereisen irgendwie mit Griechenland ins 8. Land und so viele Länder haben wir nicht besuchen. Nicht, weil es nicht schön wäre, aber wir haben einfach ganz eine andere Route im Sinn gehabt, die landschaftlich wahrscheinlich reizvoll ist. See, I got nowhere to run to, like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm, it doesn't matter to me. You see, I stand in the house right and watch the hurricane grow. I watch them bodies fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a peace inside the storm? I got nowhere to run to, like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm, it doesn't matter to me. You see, I stand in the house right and watch the hurricane grow. I watch them bodies fly out of their American Was? Wow, das ist aber sehr untief. Wow, ja. Ja, wir fahren hier gerade entlang Veliko Jezero.
Vorher sind wir noch im Malo Jezero, also im grossen und im kleinen See baden. Wobei der See eigentlich nicht richtig ist. Es ist Salzwasser. Und es ist auch mit dem Meer verbunden und hat dementsprechend auch die Zeiten, die man hier sieht. Und trotzdem ist alles ein bisschen anders da, weil die Wassertemperaturen sind ein bisschen höher, der Salzgehalt ist ein bisschen anders. Es hat anderes Seegras, das hier wächst, da ist das Wasser nicht so klar, sondern trüb. Ja, es ist alles ein bisschen anders da, aber wunderschön. Es ist im Nationalpark von Miet, ganz im Nordwesten. Ja, wir sind jetzt auf einer neuen Insel, wie ihr merkt. Das ist die grünste Insel. Also geheißen. Und bis jetzt kann man das noch ein bisschen jagen, weil es hat sehr viel Wald. Und ja, schaut auch, wie es aussieht. Das ist wunderschön. Wie ihr vielleicht merkt, ist der See jetzt auf der anderen Seite. Ja. Und zwar sind wir auf dem Zurückweg, da wo wir vorher durchgefahren sind. Und das kommt so, dass wir dort, wo der grosse See ins Meer mündet. Das ist ein schmaler Kanal von etwa 10 Meter Länge mit einer Brücke drüber. Das heisst, die heisst Grosse Brücke. Und die ist so gemacht, dass wir das ganze Gepäck hätte müssen über x Stegentritt runter und dann wieder auf der anderen Seite rauf und über die Brücke auch nochmal buxieren. Darum sind wir jetzt am Zurückfahren. Fahren auf der anderen Seite runter. Es ist ein Umweg, aber der Weg ist so schön. Wir haben gefunden, wir machen das lieber so. Am nächsten Morgen, kurz nach dem Losfahren, hat sich mein Reifen mit einem lauten Knall verabschiedet. Aufgrund von diesem Defekt haben wir leider den grössten Teil der Insel aus dem Taxi gesehen. Am anderen Ende vom Liet, in Saplunara, haben wir 2 wunderbare Tage verbracht. Wir haben viel gearbeitet und sind an diesem wunderschönen Traumstrand am Baden gewesen. Guten Morgen zusammen. Es ist 6:30 am Morgen und wir sind vor etwa einer halben Stunde hier in Saplunara, im Süden von der Insel Millet, losgefahren. Wir probieren um 9 Uhr die Fähre zu nehmen und es ist ein Traum in dieser Landschaft, so am Morgen früh, in dieser Ruhe, die hier herrscht. Wenn die Grille nicht rum wären, dürfen durchzufahren. Auch wenn es bis jetzt nur raufgegangen ist und wir schon sehr fest schwitzen und es noch ein paar Mal wird raufgehen. Es ist mega schön. First I looked through the window and saw these rocks and hills, things I already know. Then Ja, den zweiten Hügel haben wir auch geschafft. Jetzt sind wir hier 250 Meter über dem Meer. Ja, wir sind gut in der Zeit. 9 Uhr fährt die Fähre, jetzt ist es 6:10. Wir haben gleich die Hälfte der Strecke gemacht bis zu der Fähre. Jetzt geht es das erste Mal noch wieder ab. seeing the moon and just like you and I got a list here, got a list. We're gonna hit the road right till the morning is night, until darkness is service. You and I got a list here, got a list. We're gonna hit the road right till the morning is night, until darkness is light. Then I went where the wind blows. I saw these roads and fields I didn't know, and there I found my own hero. Oh, I searched into my soul where the feelings show.